Hallo! Herzlich willkommen zu unserer Mid-Renovation Room Tour. Wir zeigen euch, wie weit wir bisher gekommen sind. Kommt rein! Okay, wir befinden uns jetzt hier im Erdgeschoss und das wird im Großen und Ganzen unser Wohn- und Essbereich sein. Wir sehen hier drüben, wo die beiden Fenster sind, hier wird in irgendeiner Form unsere Küche hinkommen. Wir haben jetzt alles freigeräumt, da am Montag die Schüttung kommt. Die Elektrik ist soweit vorbereitet und wie ihr hier auch sehen könnt, soll hier Waschbecken, Spülmaschine hin und eben auch der entsprechende Abfluss dafür. Wahrscheinlich wird es irgendeine Form von Kochinsel, Küchenbereich hier so noch geben, dass man sich in diesem Dreieck, sage ich mal, zwischen hier Spüle, wahrscheinlich da irgendwas wie Backofen, Herd und Kühlschrank bewegen kann und entsprechend daraus in den großen Raum schauen kann. Denn wenn wir uns mal umschauen, haben wir hier so ein bisschen einfach einen Open Space, würde ich sagen. Wir lassen das relativ offen und würden dann in diesem hinteren Bereich unterhalb der Dachflächenfenster den Esstisch wahrscheinlich anbringen. Also irgendeine Form von großen Esstisch hier, vielleicht eine Sitzgelegenheit in der Ecke, was Gemütliches, wo man alleine mit Freunden, wie auch immer, ja, auch einen schönen Abend verbringen kann. Dann geht es weiter. Dieser Raum, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten hier eine sehr krächzende Schiebetür, eine sehr schwere Metalltür. Die können wir bald nicht mehr einbauen, allein weil zum Beispiel die Schiene hier unten zugemacht wird durch den Fußbodenaufbau. Das Ganze wird wahrscheinlich eine relativ schmale Tür dann werden oder wir müssen uns hier noch was mit der Höhe überlegen. Ja, da fällt uns auch schon entgegen. Aber dann wäre das ein bisschen unser Arbeitsbüro-Archivraum. Wir haben aktuell hier ja nur das Opa-Licht, also das wäre auch die einzige Möglichkeit zum Lüften. Licht kommt aber gut rein. Steckdosen sind schon vorbereitet und hier sehen wir aktuell eine ganz große Sammlung an Netzwerkkabeln. Das wird nämlich hier in diesem Raum stattfinden, dass das ganze Netzwerk zusammengesteckt wird. Und dadurch, dass es so viel Wandfläche gibt, ist das vielleicht auch ideal, um Tische, Archivräume bzw. Regale, Ordner, Stauflächen, Stauräume hier hinzubauen. Was vielleicht als Zwischenstand so zum Bauen, wir können uns mal kurz vielleicht die Decke anschauen, wie sie aktuell aussieht. Sie ist immer noch so, wie der Zimmermann sie hinterlassen hat. Also wir sehen die Sparrenlage. Da ist natürlich unsere Aufgabe noch Dämmung, Zwischensparrendämmung einzubringen. Bremsfolie, Lattung, Konterlattung und dann eine Verkleidung. Das wird bei uns irgendeine Holzform sein, die wir dann auch in Holzoptik lassen und darin dann eben auch die Deckenbeleuchtung angebracht wird. Das steht noch aus. Was wir auch sehen können, wenn wir da oben hochschauen, es kommt noch Licht rein und auch Luft, weil wir müssen immer noch hier unten die Außenseite bis nach oben hochmauern. Das ist einfach total zeitaufwendig und langsam gehen uns auch fast die Steine aus, die beim Abriss mancher Wände oder auch für den Ringbalken oben entstanden oder übrig geblieben sind. Das ist noch ein großes To-Do für Mario und mich, dann ist nämlich das Haus so wirklich dicht. Weiter geht's Richtung ehemaliger Pferdestall. Hier sehen wir schon mal die Unterverteilung für die Fußbodenheizung. Und hier drüben wurde jetzt die Tage installiert eigentlich die wichtigste Leitungstrasse, sprich Abwasser vom Badezimmer oben, Zuwasser und die Elektrik geht auch von Keller aus bis nach oben dann ins erste Geschoss. Ja, der ehemalige Pferdestall, den werden wir durch diese Tür betreten. Und auch natürlich hier noch die Stalltüre haben, die dann in den Garten verweist. Wir haben uns den Raum so gedacht, dass er vor allem ein Funktionsraum wird. Deswegen ein paar Steckdosen. Hier Anschlüsse für Waschmaschine, ein Waschbecken soll auch noch hier hin. Das heißt,
Ich denke, der vordere Bereich, oder müssen wir ein bisschen schauen, wird auf jeden Fall auch sowas wie Wäschekeller, Vorratskammer, Stauraum sein, vielleicht auch um mal Fahrräder reinzustellen, das müssen wir mal schauen. Gerne eigentlich auch Werkstatt. Müssen wir gucken, wie wir es aufteilen. Wir hatten schon die Überlegung, noch so eine Zwischenwand lichtdurchlässige einzuziehen, dass wir auch mal irgendwo ein bisschen Staub machen können. Auf jeden Fall wird er jetzt nicht so ein klassischer Wohnraum, trotzdem beheizt, sondern eher ein funktionaler Raum. Ja, hier der Bereich soll relativ frei bleiben und unserer Meinung nach passt das auch ganz gut zu der ehemaligen Funktion des Hauses, also der sehr wahrscheinlich ehemaligen Funktion des Hauses, nämlich dass das ja eine Kutschengarage war. Also drüben der Pferdestall, hier dann das große Tor, wo eher die Kutschen reinkamen, sodass der Kutscher, wenn seine vielleicht Hausherren von vorne, die Funktionäre, die im Vorderhaus gewohnt haben, ihn dann gebraucht haben, alles parat machen konnte und mit denen losreiten konnte. Und deswegen wird auch dieser Bereich hier einfach ein bisschen weitflächiger und offener bleiben und uns auch Möglichkeiten geben, das vielleicht noch für eine Veranstaltung, für ein Abendessen, für einen Spieleabend irgendwie umzuräumen, sodass man das hier jetzt gut und modular nutzen kann. Haben wir noch im Erdgeschoss unsere kleine Toilette. Die finden wir hier. Und auch hier ist die Tage viel passiert, denn die Sanitärfirma hat hier schon mal die Vormontage gemacht. Hier wird es einfach eine Toilette geben und ein Waschbecken. Für mehr reicht der Platz auch nicht. Ihr erinnert euch vielleicht, hier war ja noch eine Dusche. Von der werden wir uns trennen. Die brauchen wir jetzt hier im Eingangsbereich zur Toilette nicht. Es sieht doch sehr rustikal aus. Wir werden hier eine Trockenbauwand einbauen, was natürlich auch Sinn macht jetzt mit der Montage der Sanitärware. Und dann mal schauen, was wir hier noch zu tun haben. Und was ihr schon erkennen könnt, ist vielleicht dieses Loch hier. Denn unser Plan ist es, auch noch eine Treppe zu bauen. Das macht jetzt für den Einbau des Fußbodens erstmal keinen Sinn, da ein Provisorium stehen zu haben. Deswegen ist es erstmal so, wie es ist. Und wir schauen dann, was wir noch machen. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Säule des Schreckens. Das war ja hier das gute Stück, was mittlerweile vor 2,5 Jahren nicht mehr so tragfähig war und dazu geführt hat, dass das ganze Haus sich hier leider etwas abgesetzt hat. Mittlerweile hier ein Betonkern drin, super gut und stabil, wieder alles eingebaut, alles nach oben gedrückt durch die Rohbaufirma und wir haben das jetzt auch zuletzt mit Backstein verkleidet. Hier ist es noch in der Mache, aus Zeitgründen nicht alles geschafft. Wir wollen die Verfugung noch ordentlich machen, das Ganze noch ein bisschen reinigen, aber es sieht schon wieder sehr viel besser aus und sehr viel stabiler, als es vorher war. Ja, was ihr vielleicht im Hintergrund schon gesehen habt, ist dieser Sattel inklusive Pferdeschweif. Nicht wundern, den hat Mario zum Geburtstag dieses Jahr von den Nachbarn bekommen. Wie gesagt, wir haben wahrscheinlich da einen Pferdestall gehabt und das sollte dann wohl thematisch gut passen. Er bleibt jetzt erstmal hier, auch wenn der Fußboden eingebaut wird und diese hier schon vorhandene Stehtischform lassen wir auch. Hat uns jetzt erstmal gefallen, werden wir irgendwie aufbereiten und wenn es uns doch nicht gefällt, kriegen wir es ja auch nochmal abgeschnitten. Was sind diese Teller, die ihr hier so seht? Das Haus ist ja schon ein paar Jahre alt, um genau zu sein, ungefähr 125 Jahre mindestens. Und es gibt ein paar Risse, es gibt ein paar, ja, vielleicht auch staatliche Mängel, zumindest galt es, die zu beheben. Und deswegen wurden sowohl an dieser Seite als auch an der anderen Seite sogenannte Maueranker eingebracht. Das heißt, hier wurde, man sieht es ganz gut, einfach die Wand einmal der Länge nach aufgeschlitzt. In diesem Fall sogar auch durch den Pferdestall durch bis nach außen. Das sind wahrscheinlich gut 5 Meter gewesen hier. Und dann Gewindestangen eingebracht, die eben sowohl hier als auch außen mit so Tellern gekontert werden. Und im Prinzip hält es jetzt die Mauer zusammen. Also so, dass dieser Riss oder die Bewegung, die hier vielleicht mal war, das nicht auseinanderdrücken kann. Das ist so mit dem Statiker auch abgesprochen und ja, gibt uns auch ein gutes Gefühl, dass auch wenn jetzt hier wieder mehr Material reinkommt, das Haus gut zusammenhält und nicht sozusagen in die Brüche geht. Gut, dann schauen wir uns mal oben im ersten Stock an, was wir da so vorhaben und wie der Zwischenstand ist.
Fangen wir mal mit der Tür an. Die kommt weg. Das ist ein Punkt, der auch unten bei den beiden historischen Türen noch ist. Der Fensterbauer baut sowohl hier als auch für unten Türen mit entsprechendem Dämmwert und möglichst zum Außenbild des Hauses auch passend. Wenn ihr reinkommt, unser Flur und das Loch im Boden, wo dann die Treppe gegebenenfalls auch hier ankäme. Und dann geht es einmal hier weiter in einen sehr großen Raum, der auch ähnlich wie unten erstmal so groß und offen bleibt. So ist unsere Idee. Der ist zur Innenseite des Gartens gerichtet. Es kommt kein direktes Sonnenlicht unbedingt rein. Daher dachten wir, es ist schön, wenn der Raum möglichst groß mit möglichst vielen Fenstern ist. Und wahrscheinlich wird hier auch sowas wie ein bisschen Arbeits- und Verweilfläche, Sofa, Spielfläche, wie auch immer sein. Letztlich ist er auch etwas wie ein Flur für die anderen wichtigen Räume hier oben. Nämlich hier durch diesen Durchbruch, und ihr seht, alle Türen, Türzagen etc. fehlen natürlich noch, wird es ein erstes Zimmer geben, Gästezimmer, mit einem Fenster, wahrscheinlich ungefähr 15 Quadratmeter. Und was noch fehlt, auch auf dieser Seite, sind jetzt die Wände. Sprich, wir müssen uns jetzt hier einmal vorstellen, wo diese Gewindestangen auch gerade rauskommen. Denn das ist die Elektrik, die in die Trockenbauwand, die hier hinkommt, noch eingebaut werden soll. Dass hier eben eine Wand ist. Das wäre dieser Raum. Wir behalten mal hier dieses Safe-ähnliche Gebilde. Und im Obergeschoss, so der Plan, möchten wir eigentlich alles verputzen. Da wir viel mit Kalk gearbeitet haben, ist unser Favorit aktuell ein Kalkputz. Lehmputz, haben wir auch drüber nachgedacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Lehmputz versus Kalkputz, was sind da eure Gedanken und Empfehlungen? Und dementsprechend wird hier auch die Elektrik unter Putz verlegt. Wir gehen mal so, als gäbe es die Wand schon, gehen wir wieder raus. Und finden dann hier durch diesen Türausschnitt, später mit Tür versehen, unser Badezimmer. Tada! Ja, kann man sich noch nicht ganz vorstellen. Wie gesagt, hier kommt diese Trockenbauwand hin. Hier wird auch eine vorgebaut, einfach, dass wir diesen Vorsprung ein bisschen weg haben und auch zur Installation der Dusche, denn das hier wird ungefähr der Bereich der Dusche werden. Und hier wird es dann auch noch eine wahrscheinlich freistehende Badewanne geben, so diagonal. Da kann man mit Riss liegen und so auf die Fenster gucken. Da sind zwar auch Häuser, aber da ist auch ein Baum und da scheint durchaus mal die Sonne rein. Weiter geht's auf dieser Seite. Auch hier fehlt uns eine Wand, aber auf Höhe dieser hier schon angebrachten Rohre wird erneut eine Trockenbauwand eingezogen. Dann hier vor noch eine Ablage, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber wo auch dann diese Sanitärvorinstallation, wie wir es unten gesehen haben, reinkommen. Sprich, hier eine Toilette und hier gönnen wir uns 2 Waschbecken. Genau, das ist der Plan fürs Badezimmer. Wir haben noch nichts an Sanitärware gekauft. Wir haben noch gar nicht diese Wände hier. Wir haben auch noch nicht so den 100%igen Plan, wie wir das hier machen. Aber so eine Idee war es, mit Tadellack zu arbeiten. Das ist jetzt vielleicht kein wirklicher Anfängerjob. Deswegen schauen wir mal, ob wir da jemanden finden, der oder die besonders erfahren mit Tadellack ist und sozusagen uns ein fugenloses Badezimmer hier bereitet. Weiter geht's. Zurück in den Flur. Und dann in den letzten Raum, dessen Eingang wir hier finden. Das wird dann das Schlafzimmer von Mario und mir werden. Wir haben hier diese Wand, die wir uns ja vorstellen müssen. Ein großes Fenster und aktuell die Installation auch so geplant. Man sieht hier, dass wir das Bett so in den Raum stellen werden. Uns kann dann hier ein bisschen die Sonne begrüßen. Durch die Elektroinstallation, Licht, Steckdose etc. haben wir dann direkt neben dem Bett, Kleiderschrank irgendwie auf dieser Seite. Das ist der aktuelle Plan. Ja, jetzt habt ihr eigentlich alle Räume hier oben gesehen, auch alle Räume unten. Das ist unser Wohnbereich. Er ist natürlich sehr üppig für 2 Leute.
Wir werden vor allem hier oben anfangen, erstmal alles fit zu machen. Und das soll dann auch Priorität sein, dass wir einfach erstmal ein Schlafzimmer haben, eine Toilette mit Dusche vielleicht und irgendwie eine Kochplatte, dass wir mal kochen können. Wir sind 4 Jahre schon dabei. Das wird also jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis das hier wirklich alles, vor allem alle Räume fertig sind, bei dem Tempo und unserem Willen, das selber zu machen. Aber wir freuen uns schon darauf, hier mal zu schlafen. Eine Nacht haben wir schon hier auf der Luftmatratze geschlafen und das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Deswegen sind wir ganz begeistert, dass es jetzt hier mit großen Schritten vorangeht. Also was wir uns ein bisschen überlegt haben, weil so war es ja auch früher bei dem Kutscherhaus sehr wahrscheinlich gedacht. Hier oben war die Kutscherwohnung, wenn ihr euch die alten Videos anschaut, alles ganz kleine Räume und abgeteilt auch. Wahrscheinlich aber eher aus den 50er, 60ern. Trotzdem wollen wir eigentlich die erste Etage hier oben eher so wie unseren privaten Bereich haben. Sprich Schlafzimmer, Badezimmer und auch hier oben einen Wohnbereich, den nur wir nutzen. Und unten gerade der große Raum mit der Küche, das ist dann eher so vielleicht der Social-Bereich, wo Freunde, Freundinnen vorbeikommen, vielleicht auch Arbeitskollegen, Arbeitskontakte, die wir dann eher unten treffen, auch wenn wir unten arbeiten in dem Archivraum, sodass wir ein bisschen eine Trennung von privat und öffentlich für andere zugänglich haben. Das ist so unsere Idee. Wir gucken mal auf den Boden, die Elektroinstallation und auch die Rohre habt ihr da ja teilweise schon gesehen. Das ist ja unser Rohboden und der wird jetzt durch den Fußbodenaufbau, sprich Schüttung, Noppenfolie, Fußbodenheizungsrohre und dann Estrich um einiges höher. Der war ja auch hier oben mal höher. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt für ein Belag drauf. Und wir haben uns sowohl unten als auch hier oben für den Estrich entschieden. Sprich, wir werden den Estrich, der jetzt eingebracht wird, entsprechend versiegeln, also auch erst dann, wenn wir wirklich mit dem Gröbsten hier fertig sind und ihn dann als Sichtestrich auch so lassen. Wenn uns das nicht gefällt, könnten wir es auch immer noch ändern, aber wir haben jetzt erstmal nicht vor, groß Parkett einzubringen, Laminat, was auch immer, irgendwelche Bodenformen, die es gibt, sondern auch passend zu dem Charakter des Hauses lassen wir es eher rustikal, nützlich und auch sichtbar. Und das macht es auch ein bisschen einfacher, was jetzt zum Beispiel die Trocknungszeit vom Estrich angeht und passt aber auch so ein bisschen zu unserer Idee, wie das hier aussehen soll. Ja, was ihr schon gesehen habt und hier oben natürlich am deutlichsten oder auch in der größten Anzahl vorhanden sind unsere Fenster. Die sind ja tatsächlich jetzt schon seit 9 Monaten drin, damit das erste fast was ausgetauscht wurde. Wir haben auch die bisherigen weiteren Arbeiten gut überlebt und wir sind super happy, auch so schöne Fenster zu haben. Ihr seht ja hier, das sind so alte Messingverschlüsse, die sind auch extra aus alten Fenstern ausgebaut und hier angebracht wurden. Und vom Aufbau her entspricht das dem Fenstertyp, den wir unten im Pferdestall als womöglich letztes Originalfenster gefunden haben. Es hat natürlich ein bisschen andere Funktionalitäten als vielleicht so ein klassisches Kunststofffenster, was wir aktuell zum Beispiel in der Wohnung haben. Das hier sind Flügelfenster, sprich, wenn wir die öffnen wollen, müssen wir das so machen. Und das Oberlicht hier oben, ich komme gar nicht dran, ne? Mit höherem Boden wird es dann wahrscheinlich gehen, sonst mit einem Höckerchen. Das lässt sich nur kippen. Also, so wäre dann die Option. Finde ich nicht schlecht. Ich stelle ja gerne Pflanzen vor die Fenster ab. Mal gucken, wie es wird. Okay, last but not least schauen wir uns mal den Keller an. Da geht es erstmal hier die besonders steile Treppe hinunter. Alternativ auch rückwärts zu gehen, damit man hier nicht runterfällt. Muss Mario mit der Kamera aufpassen. Keller wird Keller bleiben, wird auch eher als Funktionsraum genutzt. Ihr seht und wisst ja aus den vorherigen Videos, hier wurde statisch viel gemacht, sprich sowas wie diese Untermauerung mit Betonsockel, das haben wir auch nochmal dort, das haben wir dort und dort, also an vielen Stellen. Aktuell haben wir hier Sachen eingelagert, die uns sonst oben stören würden, wenn jetzt der Boden reinkommt. Ja, Leute, das ist jetzt hier der aktuelle Stand. Das Haus mal so vorbereitet für die Einbringung des Bodens zu sehen und auch den Zwischenstand jetzt hier mal so richtig zu zelebrieren, ist auf jeden Fall sehr schön und fühlt sich super an.
Ich hoffe, ihr konntet irgendwie einen Eindruck davon euch verschaffen, wie das jetzt gerade hier aussieht und wie das dann auch mal sein wird. Und wenn ihr euch da nicht komplett auf eure Vorstellungskraft verlassen wollt, dann könnt ihr den Kanal abonnieren und einfach unsere Videos weiterverfolgen. Und dann könnt ihr sehen, wie es tatsächlich noch wird. Ja, wir sind super happy, wie es gerade hier aussieht. Und ich glaube, es geht jetzt mit großen Schritten weiter voran, sodass wir hoffentlich bald auch einziehen können. Ich freue mich wirklich sehr über den aktuellen Stand hier und wie das vorangeht und auch darüber, dass ihr wieder dabei wart in diesem Video. Lasst doch gerne mal ein Like da und schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.